Moin Leute! Ich habe ja bereits im letzten Synchro-Video gesagt, dass wir noch etwas abholen müssen, damit wir dieses Synchro-Projekt hier fortsetzen können. Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Der ein oder andere von euch hat sich bestimmt schon gedacht. Und zwar holen wir uns eine neue Karosserie, die vom Zustand etwas besser ist und natürlich auch nur eine Schiebetür hat, damit wir diese Hochdachproblematik nicht haben. Und die hole ich jetzt mal ab. Ja, das hier ist die Lösung für unser Rost- und Schiebetürproblem am Synchro. Das ist eine andere T4-Karosse. Auch der lange Radstand natürlich, den wollen wir behalten, allerdings nur mit einer Schiebetür. Und ja, auch diese Karosse hat ein bisschen Rost, aber nicht so viel wie der Synchro. Und ich muss sie natürlich ein bisschen Rost entfernen, schweißen und so weiter. Aber das sollte alles deutlich einfacher gehen als beim Synchro. Und außerdem haben wir hier halt, wie gesagt, nicht das Problem mit der zweiten Schiebetür. Das heißt, hier kann man den großen Dachausschnitt problemlos machen für das Hochdach, ohne irgendwelche Bedenken haben zu müssen wegen der Festigkeit. Ja, der gute T4 hier stand seit 14 Jahren, denn vor 14 Jahren hatte er einen Motorschaden und der Motorschaden besteht immer noch. Hier ist der 1.9er Turbodiesel drin, also nicht gerade der kräftigste Motor, aber ich möchte die gesamte Technik umbauen, die Achsen und so weiter, von daher war es mir relativ egal, welcher Motor hier drin ist. Wichtig war mir, dass die Substanz einigermaßen passt und ich denke, das tut sie. Der Scheibenrahmen sieht sehr gut aus. Ansonsten auch die Einstiege relativ. Hier gibt es ein ganz kleines Loch. Ansonsten nochmal hier so Kleinigkeiten, die aber nicht so ernst zu sein scheinen. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das Ding hier runterkriege. Gestern hatte ich dazu absolut keine Lust mehr. Und ja. Die Problematik hierbei wird sein, dass das Ding keine Bremsen hat. Also die Handbremse funktioniert nicht und die anderen Bremsen auch nicht, weil auch ein Bremssattel in irgendeiner Kiste dabei liegt. Also es sind nicht alle Bremssättel montiert. Und jetzt muss ich zusehen, wie ich die Karosse hier alleine vom Hänger bekomme. Aber ich habe da schon so eine Idee. So, und zwar probiere ich jetzt Folgendes. Ich werde einfach versuchen, die Karosse nach hinten wegzuschieben. Das sollte ich gerade so hinkriegen, denke ich. Und dann wird sie den Hänger einfach runterrollen. Und da hinten steht eine alte Palette von der Bar, die verschimmelt ist. Und die sollte ihn bremsen. Und selbst wenn nicht, dann rollt er halt die ganze Strecke, bis er irgendwann aufhört zu rollen. Ja. Ich könnte ihn wahrscheinlich auch mit der Winde runterlassen, aber da habe ich keine Lust zu. Ja, leider ist niemand anders da. Das heißt, ich muss das Ding alleine runterkriegen. Und das heißt, ich gucke jetzt mal, dass ich ihn mit einem anderen Auto runterziehe mit einem sehr langen Seil. Ja, genau, den Bus kann ich dafür nicht nehmen, weil der muss ja am Hänger bleiben. Ansonsten macht der Hänger Männchen, sobald die Karosse runterrollt. Aber zum Glück haben wir ein weiteres Auto gerade hier, was fahren kann und auch irgendwie was ziehen kann. Und zwar der Synchro. Jetzt suche ich mir erstmal alle Abschleppseile zusammen, die ich habe.
damit ich auf eine möglichst lange Leine komme, dass ich schön viel Spielraum habe, damit die Busse nicht zusammenkrachen. Scheiße! Ah, mal eben schnell abladen. Wieso bist du so fest? Weil der Typ den Gang reingemacht hat. Oh. Ja, wow, der Gang war drin. Deswegen war es auch so schwer, den runterzuschieben. Und deswegen habe ich auch gerade den ganzen Hänger gezogen. Es war nur die Hängerbremse angezogen, nicht die Handbremse vom Bus. Aber da merkt man mal, dass der Motor wirklich fest ist hier vorne. Ah. Okay. Ja, ich habe es geschafft, die Karosse runterzukriegen. Es wäre deutlich einfacher gewesen, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, dass der Gang dran ist. Den hat der Verkäufer anscheinend dann gestern noch reingemacht, als der Bus auf dem Hänger stand. Habe ich nicht mitgekriegt, habe ich jetzt auch nicht nachgedacht, nachzugucken. Ich habe mich nur gewundert, dass er sich so schwer schieben ließ. Vor allem, beziehungsweise halt, naja, egal. Hätte ich drauf kommen können. Ja, da ist jetzt also die neue Karosse für das Synchro-Projekt, für den neuen Camper. Und ja, eine ganz grobe Bestandsaufnahme habe ich jetzt ja gemacht und rostmäßig sieht es gar nicht mal so schlimm aus, finde ich. Die Karosse ist auf jeden Fall in einem besseren Zustand als der Synchro. Ich denke, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick. An ein paar Stellen sieht es von unten vielleicht nicht unbedingt schön aus, aber ich habe es gerade mal mit dem Schraubendreher versucht, ob ich durchschlagen kann. Und das scheint überall noch recht solide zu sein, das Blech, und selbst wenn ich dann irgendwo doch ein kleines Loch habe, dann kann ich ja immer noch was Neues einschweißen. Das heißt, die nächsten Schritte werden jetzt erstmal sein, alle möglichen Roststellen zu finden und zu entrosten, beziehungsweise im Zweifel was Neues einzuschweißen. Außen hat er 2, 3 kleine Löcher im Schweller, aber das ist jetzt nichts Wildes. Und dann geht es auch schon ganz schnell daran, die Technik aus dem Synchro hier reinzubauen. Die Vorderachse werde ich auch komplett ausbauen und komplett tauschen. Schon allein, damit ich erstens keine Probleme mit irgendwelchen Traglasten oder sonst was kriege. Und außerdem ist der Vorderachsträger hier von diesem Bus doch recht rostig. Und ich glaube, der vom Synchro war in einem besseren Zustand. Und dann kann ich hier gleich die ganze Vorderachse mit Motor und Getriebe ausbauen und wegrollen. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zugang zur ganzen Karosse. Ihr habt ja sicher auch bemerkt, dass die Karosse keinerlei Türen hat, bis auf die Beifahrertür, aber die ist auch kaputt. Aber gut, das ist jetzt kein großes Problem. Ich habe immer noch die originale Schiebetür zum Beispiel aus dem Anhänger übrig. Da ist sogar ein Schiebefenster drin, die kommt dann hier rein. Und auch die sonstigen Türen habe ich alle noch da, bis auf die Heckklappe. Heckklappen habe ich leider nur im schlechten Zustand da.
Ich denke, da werde ich mal versuchen, ob ich aus 2 Heckklappen eine schweißen kann. Denn ich habe eine Heckklappe, die obenrum recht gut ist und eine, die untenrum recht gut ist. Und ich gucke einfach mal, ob ich die zusammenschweißen kann. Und ja, entweder das funktioniert oder ich brauche halt doch nochmal eine neue Heckklappe. So, und damit jetzt auch nochmal ein bisschen was passiert in diesem Video, werde ich mal versuchen, die Vorderachse mit Motor und Getriebe komplett auszubauen. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock gerade drauf, weil das dann auch so ein Schritt ist, wo man richtig den Erfolg sieht. Ja. Wir haben zwar gerade keinen Motorkran hier, aber ich bin mir sicher, das geht auch ohne. Bei dem Anhänger habe ich damals den Motor ja auch ohne Motorkran ausgebaut, also an sich sollte das kein Problem sein. Gang drin. Ja Mist, ich habe einen Gang drin, das heißt, ich kann das Ding nicht schieben, weil der Motor fest ist und der Ganghebel ist weg. Also die Vorderachse ist jetzt soweit draußen hier, wie ihr seht. Das hat auch recht gut geklappt. 2, 3 Kabel und Leitungen hatte ich erst vergessen zu lösen, aber das merkt man dann ja recht schnell, wenn man die Karosse anheben will und die Vorderachse sich noch mitbewegt, beziehungsweise irgendwas anfängt sich zu spannen. Und von daher war das eigentlich kein so großes Problem. Ich werde mal gucken, wie ich das dann hinterher beim Synchro mache, ob ich die auch so am Stück rauslasse oder ob ich den Motor mit Getriebe erst getrennt ausbaue. Denn ich muss ja auf jeden Fall die Kupplung bei dem machen, das heißt, der Motor muss sowieso einmal ab vom Getriebe. Ja, die nächsten Schritte werden jetzt sein, hier an der Karosse die ganzen Roststellen zu behandeln, teilweise neue Bleche einzuschweißen und natürlich die ganze alte Technik rauszurupfen. Denn die Kabelbäume vom TDI und hier von dem 1.9er Turbodiesel sind nicht so ganz kompatibel, deswegen muss ich die einmal komplett rausreißen. Gleichzeitig werde ich auch noch die Klimaanlage nachrüsten, da ich eine Klimaanlage hier noch rumfliegen habe. Und ich denke, das wird auch ein ganz spannendes Projekt zu sehen, wie einfach oder wie kompliziert es ist, eine Klimaanlage nachzurüsten. Und auch sonst werde ich wahrscheinlich fast die ganze Technik einmal neu machen oder zumindest die Technik, wo man hinterher sehr schwer nur noch rankommt. Denn ansonsten ärgere ich mich hinterher, wenn ich es dann reparieren muss, wenn gerade wieder alles eingebaut ist. Ihr dürft euch also auf viele weitere spannende Videos zu diesem Projekt freuen. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos zu diesem großen Projekt und zu all den anderen Projekten, die wir so haben, verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss!